Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf meinem Magier und wir versuchen heute wieder gemeinsam die Ehrenhalle hochzuklettern und diese zu bezwingen. Wir befinden uns momentan auf Platz 11 und unser Ziel ist es heute auf Platz 1 zu kommen, um halt eben pünktlich um 18 Uhr wieder auf Platz 1 zu stehen, um nächsten Tag in die internationale Ehrenhalle einzudringen und ja, uns hier den Platz zu sichern. Wir versuchen es heute mal wieder. Die Videos finde ich immer ziemlich spannend, weil das Battle um Platz 1 ist immer, ja, kann ziemlich nervenaufreibend sein, gerade weil um 18 Uhr oder kurz davor, wir haben es jetzt 17:53 Uhr, sich die Leute ja, um die Zeit öfter mal, um diese Zeit aktiv einloggen, um halt eben Platz 1 zu verfolgen. Es hat keinen großartigen Mehrwert für dich und dein Char großartig. Es ist nicht weiter von Relevanz, dass du Platz 1 irgendwie hast um die Zeit. Es ist einfach nur, ja, just for fun, Prestige, nächsten Tag halt eben hier in der IHOF zu stehen. Und das versuchen wir heute mal hinzukriegen und uns ein wenig hochzuarbeiten, ja. Ich habe die letzten Tage gemerkt, BMW kriegen wir einigermaßen gut weg von Platz 1. Umbums schaffen wir nicht. Wenn der auf Platz 1 stehen sollte, wird es schwierig. Heute haben wir aber noch ein bisschen Abenteuerlust, also wir können uns noch ein bisschen Ehre zurecht kleistern und deswegen versuchen wir mal, jetzt ein bisschen weiter unten anzufangen und vielleicht die Leute erstmal so, ja, zu besiegen, die vielleicht nicht ganz auf Platz 1 stehen, was ziemlich schwierig ist, denn Umbums, Sturmfalke, Uran und Ute, das sind alles Leute, die müssten eigentlich eher auf Platz 1 stehen als hier der BMW, weil der von den Stats her ein bisschen schlechter ist. Trotzdem steht BMW meistens immer auf Platz 1, weil er immer um ja, 18 Uhr pünktlich immer am Start ist und sich hier die Platz 1 Ränge sichert. Deswegen versuche ich mal erstmal ein bisschen so weiter hochzukommen, bevor wir direkt Platz 1 angreifen, denn dann besteht die Gefahr, dass wir BMW von der 1 stoßen und Umbums auf der 2 denn auf Platz 1 ist. Ja, jetzt sind wir auf Platz 9, ist natürlich schwierig, Umbums kriegen wir nicht hin. Ja, was versuchen wir? Was versuchen wir jetzt als nächstes? Wir versuchen mal, ich versuche einfach mal BMW anzugreifen und ihr seht, das klappt relativ gut. Jetzt haben wir das Problem, Umbum steht auf der 1 und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, weil den kriegen wir relativ schwierig weg von der 1, weil er deutlich stärker ist als ja, BMW als Beispiel. Jetzt versuchen wir uns einfach mal so ein bisschen Ehre zu snacken hier und jetzt sind wir hier auf der 1, beziehungsweise auf der 4, haben aber jetzt noch ein bisschen Ehre, was wir uns noch zusammen kleistern können durch eventuell noch weitere Angriffe oder halt eben durch Zeitmaschine, Abenteuerlust etc. Ja, jetzt haben wir uns dafür entschieden, wieder BMW anzugreifen. Ich würde tatsächlich noch ganz gerne versuchen, irgendwie noch so ein bisschen mehr an Ehre zu kommen, ohne dass wir jetzt auf die Taktik zurückgreifen müssen. Hier, oh nice, jetzt haben wir Sturmfalke besiegt. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist sehr stark. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit, ja, 4 Minuten. Die Uhr tickt, sie tickt, sie tickt. Und wir bleiben erstmal auf Platz 2 hier stehen. Oh, lol, oder auch nicht. Wir sind direkt auf Platz 1 hochgekommen. Wurden wir jetzt vielleicht gerade angegriffen oder so? Nee, das war jetzt noch der Angriff von Sturmfalke, der uns hier auf Platz 1 befördert hat. Okay, dann sind wir jetzt auf Platz 1 und wenn wir das jetzt halten können, bis 18 Uhr, dann ist quasi unser Ticket, unser Freifahrtschein für die IHOF, also die internationale Ehrenhalle, nächsten Tag garantiert. Ja, mal gucken, ob wir das halten können oder ob hier noch jemand gerade in der Ehrenhalle aktiv am Start ist. Wie gesagt, BMW ist immer so ein Kandidat dafür, dass er hier gut und gerne mal sich kurz vor 18 Uhr auf Platz 1 positioniert. Warum? Ja, das ist auch der Grund, warum er immer oder sehr, sehr häufig hier in der IHOF drin ist, obwohl wir, wenn wir mal auf die Ranglisten schauen, beziehungsweise auf die Statistiken, können wir sehr gerne mal auf F9 einen Blick werfen, wer dort so die stärksten Spieler sind. Laut den Total Stats gehen wir einmal mal hier drauf und dann sehen wir hier einmal unsere Rangliste und dann sehen wir Uran, Friedbert, Umbums, Ute, ne? Die sind alle noch vor BMW. BMW ist sogar von den Statpunkten her leicht hinter mir.
Ja, das heißt, wir haben sogar eher, sag ich mal, ein Anrecht auf Platz 1 als der BMW. Trotzdem ist er immer sehr aktiv in der Ehrenhalle und versucht sich immer hier Platz 1 zu sichern. Ist ja auch sein gutes Recht. Jeder kann ja so spielen, wie er möchte. Und ja, wenn man daran Spaß hat, auf jeden Fall sich täglich halt selbst in der IHOF hier zu messen gegen andere Leute, dann kann das natürlich jeder gerne so machen, wie er möchte. Ne? Nur andere Spieler sind halt rein statistisch von den Werten her eher auf Platz 1, weswegen wir mit unserem Server F9 wahrscheinlich eher in Richtung Top 10 gehen könnten. Trotzdem hat hier BMW heute gewonnen. GG's an der Stelle. Also wir könnten wahrscheinlich von den Statpunkten her noch weiter oben stehen, wenn sich regelmäßiger Leute wie Uran, Umbums oder so auf Platz 1 positionieren. Aber wenn halt eben ja, Leute es drauf anlegen, so wie ich jetzt momentan gerade, sich Platz 1 zu holen, dann können die das halt eben auch ohne großartige Umstände machen. Ja, wie ihr sehen könnt, es funktioniert mit ein bisschen Pilzen, funktioniert das ganz gut hier, sich auf die ersten Plätze zu positionieren. Ich switch hier immer so ein bisschen in der Ehrenhalle hin und her, denn das aktualisiert die Ränge hier nämlich. Und momentan sieht es so aus, als ob hier gerade Stillstand ist. Ansonsten bewegen sich mal hier und da immer ein paar Plätze, wenn man mal ein paar Leute angreift, so. Aber im Moment sieht es so aus, als ob ja, hier niemand gerade aktiv am Spielen ist, was natürlich unsere Chancen auf ja, die Platz 1 Platzierung hier noch ein bisschen weiter erhebt. So, wir holen uns mal die Zeitmaschine ab, das gibt uns noch weitere 30 Ehre. Das ist jetzt einfach nur noch mal so, um ein bisschen ja, den Ehrenabstand noch ein bisschen weiter auszubauen. Ja, damit wir hier noch ein bisschen sicherer am Start sind. Wir haben hier die letzte Minute des Tages, die hier jetzt angebrochen ist. Und es sieht jetzt nicht so aus, als ob wir jetzt hier von Platz 1 runtergejagt werden. Ich aktualisiere nochmal sicherheitshalber einfach nochmal hier die Seite, ja, damit wir es nochmal ganz genau haben. Aber eigentlich aktualisiert das schon immer in-game soweit. Und ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Wir bleiben hier wohl erstmal auf Platz 1 stehen. Und ja, werden somit nächsten Tag dann hier in der IHOF angezeigt. Also wir werden hier ja, zu sehen sein nächsten Tag, wenn uns jetzt die letzten paar Sekunden keiner vom Thron wirft. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden, dann haben wir es geschafft und dann bleiben wir hier auch auf Platz 1 stehen. Ich glaube, da war gerade ein bisschen Bewegung drin, aber ich glaube, wir schaffen es. 5, 4, 3, 2, 1 und 18 Uhr, pünktlich 18 Uhr. Let's go, wir sind auf Platz 1, wir werden ausgeloggt, das heißt, der Server wurde resettet, denke ich mal, und die Nacht ist jetzt eingeschaltet. Ab 18 Uhr ist ja Nacht in Shakes & Fidget, wir sind immer noch auf der 1, das heißt, wir sind wahrscheinlich auch eingeloggt für den nächsten Tag dann um 18 bzw. um 0 Uhr, sodass wir hier in der IHOF angezeigt werden, ja. Ich werde mal hier einen kleinen Cut machen in dem Video und dann werde ich mal warten, bis es 0 Uhr ist. Und ja, beziehungsweise dann nächsten Morgen, also wir haben es jetzt gerade ja 18 Uhr, ich werde jetzt los, nachher gleich zur Arbeit und werde dann nach der Nachtschicht morgens um 6 Uhr dann wieder zurückkommen und dann mir anschauen, ob wir dann in der IHOF drinne sind. Aber wie gesagt, um 18 Uhr ist der Einlass, ne, wenn man auf Platz 1 ist, und um 0 Uhr wird das Ganze aktualisiert und dann sollten wir hier in der Ehrenhalle drinne sein. Dann seht ihr das jetzt auch gleich noch in dem Video und dann gucken wir uns gleich den Kampf an in der IHOF. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen müder jetzt aussehen im nächsten Cut, aber ja, ist ja normal dann. Ne? Gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ein neuer Tag ist angebrochen. Für euch nur ein kleiner Moment. Für mich waren es ein paar Stunden jetzt. Wir haben es jetzt morgens um ja, kurz nach 7 und ja, wir gucken mal zusammen in die Ehrenhalle, in die internationale Ehrenhalle und tada! Wir sind da auf Platz 12, dort wo gestern auch BMW stand. Den haben wir jetzt hier rausgekickt. Dafür steht jetzt nun den ganzen Tag unser Name drin bis heute Abend um 0 Uhr. Könnt ihr auch sehr gerne in die IHOF schauen und dann werdet ihr mich da finden und den Fight. Und den werden wir uns mal jetzt gemeinsam reinziehen. Ich glaube persönlich, ich habe verloren. Aber wir gucken uns das Ganze mal an, weil wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht den allerstärksten Account für die internationale Ehrenhalle. Aber ich sag mal so, wenn ein BMW gewinnt, der ja von den Total Stats, wie wir gesehen haben, sogar noch unter uns ist, haben wir, denke ich mal, auch ganz okaye Chancen.
ja, uns hier zu behaupten. Deswegen schauen wir uns mal den Kampf an. Ja, gegen Slezka Beska kämpfen wir. Ja, moin. Okay, also der Kampf lief ja jetzt nicht so gut. Aber ich meine, war auch unfair, ein Stück weit, ja. Weil der hat zweimal reingekrittet und das ist ein bisschen hart. Außerdem von den Skillpunkten her, holy shit, ist der einfach von den Hauptattribut stärker als wir und einfach das Nebenattribut Ausdauer hat er, also hat er genauso hoch wie sein Hauptattribut. Also das ist mal jemand, der, also ich glaube von den Skillpunkten her gehört der Slezka Beska noch weiter nach oben. Also ich weiß nicht, ob er gestern auch hier in der Ehrenhalle war. Auf jeden Fall ist das ein harter Brocken. Also von den Statpunkten her sieht man ja schon, der Annihilator, der ist da noch weiter drunter. Gegen den hätten wir eher eine Chance gehabt, ja. Ist natürlich immer so ein bisschen random. Aber gegen ihn hier von den Statpunkten her, 533 zu 438, da sind wir tatsächlich sogar stärker aufgestellt. Also gegen ihn hätten wir eine Chance gehabt. Aber er hier, das ist jemand, der gehört auf die ersten Ränge. Ja, er ist wahrscheinlich auch nicht so oft in der E-Hof drin, aber heute hat er sich mal nicht nehmen lassen. Naja, aber wir haben uns mal getraut, einen Kampf hier mal zu beschreiten. Haben es jetzt heute nicht geschafft. Ja, vielleicht wird es nächstes Mal wieder. Aber ich sag mal so, ja, der BMW an meiner Stelle hätte wahrscheinlich ähnlich schlecht abgeschnitten, denke ich mal. Ne? Deswegen, ja, gucken wir uns das einfach mal an. Aber war ganz lustig, auf jeden Fall mal hier wieder in der E-Hof zu sein. Ne? Bis heute Abend 0 Uhr bin ich hier noch drin und dann kommt wieder der nächste, je nachdem, wer um 18 Uhr heute das Rennen machen wird. Alles klar, Freunde. Das soll es aber für das heutige Video soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.